Neben dem Thema Künstliche Intelligenz ist auch das Thema Robotik, ich würde mal sagen, eins der größten Hype-Themen aktuell. Und heute wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, ob das auch gerecht ist, dass wir viel über Robotik sprechen und auch meinen, dass die Zukunft der Robotik und den auch humanoiden Robotern und den industriellen Robotern gehört. Und dazu habe ich einen perfekten Gesprächspartner dabei, nämlich Vladan Milicevic. Er ist einer der Gründer von Unchained Robotics und hat auch so eine Vergangenheit bei uns an den Instituten hier. Und deswegen freue ich mich, dass er heute die Zeit gefunden hat, mit uns über das Thema Robotik und die Zukunft der Robotik und auch Unchained Robotics zu sprechen. Herzlich willkommen. Hi Vladan. Hi. Schön, dass wir uns einmal über das Thema Robotik und auch natürlich über eure Erfolgsstory unterhalten können. Vielleicht erstmal zu Beginn in 2, 3 Sätzen, was macht eigentlich Unchained Robotics? Ja, Unchained Robotics entwickelt das Hirn für den Roboter, für die industrielle Automatisierung. Mit unserer Software Luna OS bilden wir quasi sowas wie das operative Betriebssystem, was wir dann durch Intelligenz und, spezifisches Prozesswissen ergänzen, damit Roboter Plug-and-Play integrierbar sind. Weil das, was wir in der Vergangenheit festgestellt haben, ist, dass Robotik gar nicht so einfach ist, wie sich das so viele vorstellen. Man macht einfach so und es funktioniert alles. Es hat sehr, sehr viele Integrationsaufgaben, sehr lange Zeit, sehr viel Kosten, die dahinter stecken. Und das machen wir alles günstiger, einfacher und schneller besser zugänglich. Also so eine Art Windows für Roboter, dass das ganz einfach besser funktioniert. Das ist doch eine extrem gute Idee und damit seid ihr auch gut erfolgreich. Ne? Ihr seid momentan, ich habe es jetzt mitbekommen, weil ihr schon wieder umgezogen seid, also ihr wächst ordentlich. Wie groß seid ihr denn momentan? Ja, ist eine super spannende Geschichte. Also ich sag mal, dass wir das Gesamtsystem veröffentlicht haben, mit Hardware und Software kombiniert, ist gerade erst so Juni 23 so der neue Launch gewesen. Seitdem wieder das Team mehr als verdoppelt. Wir sind fast 60 Personen, die in einen neuen Standort gezogen sind. Neuer Standort hoffen wir, dass der auch für die nächsten 2, 3 Jahre hält. Der andere hat auch nur so 2 Jahre gehalten. Aber grundsätzlich entwickeln wir uns da sehr, sehr schnell und arbeiten mittlerweile nicht nur mit deutschen, sondern auch internationalen Kunden. Ja, sehr, sehr schön. Wie seid ihr eigentlich zu der Idee gekommen, Unchained Robotics zu gründen? Was ist so die Gründerstory dahinter? Ja, vielleicht hole ich ein bisschen aus. Ja. Also grundsätzlich habe ich so eine Vergangenheit hier in Paderborn. Ich war schon während des Studiums immer sehr umtriebig, habe sehr viele Dinge ausprobiert, war auch sehr viel in Fabriken unterwegs. Also es gibt so Leute, die sagen, die haben so Leidenschaften, die sie nicht gerne zugeben. Ich bin sau gerne in Fabriken, schaue mir Maschinen an, wie sie funktionieren. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Aber was ich halt auch gemacht habe, ist Prozesse optimieren. Ja, das macht extrem viel Spaß, vor allem mit Technologien. Und das habe ich hier in Paderborn gemacht, das habe ich auch an anderen Standorten gemacht und bin bis nach China gegangen. Und habe dort gesehen, wie pragmatisch die Chinesen so automatisieren, aber auch auf welcher anderen Skala und unterschiedlichen Art und Weise. Und parallel hier in Paderborn, einerseits natürlich hier mit dem Institut, andererseits auch mit der Garage 33, sehr viel im Austausch gewesen, viele Dinge ausprobiert und gesagt, wir müssen den Zugang zur Robotik einfacher, schneller, besser zugänglich machen. Ja, das ist so eigentlich das Kernthema gewesen, dass China zurückkam und dachte, also die sind uns eigentlich 10 Schritte voraus, wenn nicht sogar mehr. Und habe halt überlegt, wie können wir das Gap wieder closen? Wie können wir wieder da näher dran kommen? Was müssen wir machen? Welche Software, welche Intelligenz brauchen wir eigentlich, um als Europa gegenüber China mithalten zu können? Und so ist das Ganze so 2018, 2019 entstanden, dass ich dann auch mit Kevin zusammengekommen bin, mit meinem Mitgründer, der auch hier am Institut dann gearbeitet hat. Und wir haben uns halt überlegt, was muss softwareseitig eigentlich passieren, damit Robotik so Plug-and-Play wird. Ja, absolut. Ja, ich mega simple Idee im Sinne von, warum gibt's das eigentlich nicht? Aber das sind ja genau die erfolgreichen Dinge, ne? Die wunderbar dann sich auch skalieren lassen. Und das ist ja auch vollkommen klar, ne? Weil eigentlich will man Robotik, man möchte relativ schnell das zum Einsatz bringen und dann kann man einen Roboter kaufen, aber man kann halt ihn nicht nutzen. Und das erzählt genau an, ne? Ja, genau. Also am Ende des Tages bist du doch, also wenn wir uns dann mal vielleicht in die Fabriken hineinversetzen, da gibt's dann vielleicht auch irgendwie Prozessingenieure, da gibt's vielleicht Lean-Management, kontinuierliches Verbesserungsmanagement. Und alle sagen, hey, wir brauchen hier vielleicht einen Roboter, der das automatisiert und dann können wir vielleicht Mitarbeiter entlasten, wir können so ein bisschen mehr für Flexibilität sorgen. Und dann geht man erst auf die Suche und das Erste, was passiert ist, du findest online erstmal gar nichts. Also die Robotik, also auch die Industrie selbst, fühlt sich an, als wären die noch irgendwie in so einem verstaubten Mittelalter jetzt. Also ich hoffe, das nimmt man positiv, was ich hier sage. Ne? Aber am Ende des Tages ist es so, es sind starre Strukturen, es ist gar keine Preistransparenz. Niemand wusste, was kostet es überhaupt zu automatisieren.
was kostet ein Roboter, was brauche ich denn neben dem Roboter noch so? Und ich vergleiche so eine Roboterlösung auch gerne mit einem Laptop oder mit einem Computer. Wenn du den Roboterarm kaufst, hast du erstmal die Festplatte. Du brauchst aber auch noch den Prozessor, du brauchst noch einen Arbeitsspeicher, du brauchst noch Tastatur, Maus und all die anderen Dinge, damit es läuft. Geschweige denn ein OS. Das überhaupt damit schon aufzuräumen in Deutschland und Europa, da Transparenz reinzubringen und zu sagen, hey, das ist eigentlich das, was du brauchst, das kostet es ungefähr und das ist die Software, mit der du das alles zusammenbringst. Das waren so 3 Schritte, die wir machen mussten. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben Ende 2019 gegründet. Dann kam der Lockdown, Covid, und wir haben mit unchainedrobotics.de den mittlerweile größten europäischen Marktplatz für Robotik aufgebaut. Nämlich da haben wir Preise, technische Details, alles transparent gemacht, ohne Login, ohne Registrierung. Und plötzlich hatten wir eine Welle an Unternehmen, die sich bei uns gemeldet hat und gesagt hat, wie können wir das jetzt ans Laufen bringen? Ja, absolut. Und dann gehst du erst da rein und dann sprichst du mit den Leuten und dann sagen sie dir alle, irgendwie haben wir uns das einfacher vorgestellt. Klassische Integration dauert über 12 Monate. Wir fangen mit einem Projektbudget an von 100.000, 200.000 Euro. Was passiert? Wir haben ganz viel Änderungsmanagement, wir installieren es und plötzlich ändern sich wieder die Produkte, Shopfloor-Design ändert sich und wir müssen wieder jemanden anrufen, von dem wir abhängig sind, der das quasi für uns anpasst. Also es ist ein langer Rattenschwanz, an dem man sich da quasi entlangarbeiten musste. Und es fängt ganz, ganz vorne an mit, wir bauen mal erstmal Transparenz auf und dann bauen wir im zweiten Schritt die Software, die das alles miteinander verbindet. Das heißt, ihr entwickelt ja selber jetzt keine Roboter-Hardware-Lösungen, sondern ihr nutzt einfach das, was tatsächlich am Markt maßgeblich unterwegs oder vertrieben und genutzt werden möchte und integriert die oder baut die Software dazu, dass man das integrieren kann. Das ist ja so ein bisschen auch euer Erfolgsgeheimnis. Genau. Wir sagen auch, also es gibt wunderbare Roboterarmhersteller seit Jahren auf dem Markt, die sich mechanisch, elektrisch in all ihren Themen super hervorheben und gut funktionieren, stabil sind, eine Brand-Awareness aufgebaut haben. Warum sollten wir jetzt nochmal einen Roboterarm entwickeln? Das ist doch eigentlich etwas, was schon State of the Art ist. Das, was nicht State of the Art ist, ist quasi einerseits die Interoperabilität, also mit unterschiedlichsten Systemen zu verbinden, den Roboterarm auch vielleicht austauschen zu können. Und das andere ist die Intelligenz. Ja, also ein Roboter wird heute immer noch ich sage immer auf so einem Gameboy-like Device. Ja, also ihr müsst euch alle vorstellen, du stehst da an so einem Gameboy, stehst neben einem Roboter und dann bewegst du den in XYZ und dann sagst du dem so, speichern. Nächster Schritt, speichern. Das ist Robotik heute. Ja, also das ist das, was in Fabriken funktioniert. Da sind wir nicht bei cyberphysischen Systemen, die irgendwie intelligent mitdenken, sondern das ist hardcoded und man kriegt einen Quellcode verkauft. Und das muss man tatsächlich lösen. Da muss man weg von kommen, da brauchen wir mehr Flexibilität, mehr Anpassbarkeit, am Ende des Tages mehr Intelligenz. Und da stecken wir eigentlich drin. Ja, absolut. Und das heißt, ihr profitiert ja auch so ein bisschen, ich hatte es anfangs gesagt, Robotik ist so aus meiner Sicht so für dieses Jahr echt so das Mega-Thema gerade. Wir haben es auf der CES gesehen. Da war also Robotik selbst von Nvidia angekündigt als die nächste logische Schritt nach dem ganzen Thema GenAI und Agentensysteme. Jetzt muss es dann praktisch in die physikalische Welt eigentlich die ganze Intelligenz getragen werden. Wie weit merkt ihr, dass ihr eigentlich von dieser Awareness oder merkt ihr schon, dass eine Awareness bei euren Kunden immer weiter steigt, mehr Anfragen für das Thema Robotik? Oder stellen sich das vielleicht jetzt, weil das sind die Leute, die ja nicht von der Robotik kommen, vielleicht auch zu leicht vor? Weil irgendwo gibt es ja auch physikalische Grenzen des Ganzen und die physikalische Welt auch gerade innerhalb einer Produktion. Es gibt ja Gründe, warum das manchmal alles so ein bisschen oldschool wirkt. Das ist so zumindest meine Erfahrung. Wie schätzt du momentan so die Marktdynamik da ein? Ja, es ist ein Spagat, ne? Also es gibt ja die Aussage, alles, was sich irgendwie bewegt in dieser physikalischen Welt, wird irgendwie Robotik sein, ne? Also du musst halt irgendeine Intelligenz einbauen, die das dann entsprechend autonom fahren, gehen oder arbeiten lässt. Und das ist schon das, womit sich die Kunden so auseinandersetzen und die sagen auch, okay, wir sehen die ganzen Fortschritte, aber wir sehen halt auch Halluzinationen. Ja? Also das Einfachste ist ja, glaube ich, in so einem LLM, wenn du mit ChatGPT sprichst, dann bekommst du mal irgendwie Sachen raus, wo du dich fragst, wo kommt das denn eigentlich her? Und das verstehen die Leute in der Industrie schon, dass dann vielleicht gewisse Anforderungen für Industrial AI so hoch sind, dass man vielleicht noch nicht heute alles davon integrieren kann und nutzen kann. Aber es tritt schon einen riesen Trend los, nämlich darüber nachzudenken, ob ich als Unternehmen jetzt bereit bin, dafür zu automatisieren. Und das, was du mit den Unternehmen aufklären musst, ist so ein Stück weit diese Blackbox. Also was bedeutet es zu automatisieren?
Und wo gibt es diese physikalischen Grenzen? Und wie interchangeable ist das denn eigentlich? Ne? Und wie schnell kannst du denn Greifer A mit Greifer B austauschen, dass die Kamera alles erkennt und dass das System dahinter alles erkennt? Da erwarten Leute schon mehr von der Robotik, als heute da ist. Mit unserer Software helfen wir da schon und bauen diese Bausteine, aber wir dürfen uns alle nicht anlügen. Wir sind ein Startup mit 60 Leuten. Ne? Also wir sind jetzt nicht irgendwie schon der Weltstandard, aber wir sehen die Möglichkeit, das ist genau das Gap, was geschlossen werden muss, nämlich alle Kunden erwarten das. Wir sind mit der Robotik heute hier. Wie kannst du das dazwischen aufbauen? Da wird quasi Physical AI helfen. Da wird es sehr viel helfen, quasi auch in der Simulationswelt zu trainieren, die Roboter für die unterschiedlichen Aufgaben vorzubereiten. Aber es bleibt immer noch die Frage, wie schließt du die Lücke zwischen Simulation und echter Welt und wie bringst du das in der echten Welt ans Laufen? Also quasi integrieren und operieren. Ja? Ja, das sind eigentlich so diese zwei großen Punkte, die glaube ich, schon noch die Kunden so ein bisschen für sich herausfinden müssen. Ja, absolut. Es bleibt ein spannendes Feld. Das ist ja auch schon mal grundsätzlich gut. Wenn es jetzt einfach zu lösen wäre, dann wäre es ja auch nicht spannend. Jetzt gerade für ein Startup muss man ja auch ein Thema finden, was wirklich noch herausfordernd ist. Ich finde das total spannend, weil tatsächlich, wenn wir jetzt über Robotik viel sprechen, dann spricht man sehr viel doch nach wie vor über die Hardware. Das ist das, was man zuerst sieht und irgendwie sagt, das bewegt sich ja. Und viele verstehen gar nicht, was tatsächlich alles notwendig ist, damit sich da irgendwas bewegt und damit das auch wirklich in den Prozess mit integriert ist. Und das finde ich das sehr spannend, wie ihr da an die Sache rangeht. Was ist so eure Vision als Unternehmen? Also wollt ihr im Prinzip das bestimmte, also wahrscheinlich würdest du jetzt sagen, ja, das bestimmte Betriebssystem für Robotik grundsätzlich im Produktionsumfeld, würde ich jetzt erstmal sagen. Das ist ja auch anstrebenswert. Im Prinzip ist das ja auch nicht unrealistisch. Oder schaffen wir das aus Paderborn heraus nicht? Doch, das schaffen wir absolut aus Paderborn heraus. Und was ich sage, ist, wir bauen gerade eigentlich das MacBook der Industrie. Also jetzt kommen wir wieder zu dieser Computeranalogie zurück. Man bekommt von uns quasi schon auch ein Hardware-Case, ja, was du direkt nutzen kannst, anmachst und du kannst damit loslegen. Das ist etwas, was es so heute nicht wirklich gibt. Und das wollen wir natürlich erweitern, smarter machen, einfacher machen. Und dementsprechend halt auch das operative Betriebssystem für die Automatisierungswelt bauen. Das ist absolut der Weg, den wir gehen. Warum ist das aus Paderborn machbar? Mehrere Gründe, glaube ich. Ne? Also wir dürfen nicht vergessen, was hier schon mal mit Nixdorf entstanden ist, im Zeitalter der Computer, als sie gestartet ist. Jetzt sehen wir das ähnlich in der Robotik. Und dann darf man nicht vergessen, was für eine unglaubliche Region wir haben. Ich sage immer, wir sind hier, also wenn wir eins nicht können in Ostwestfalen, dann ist Standortmarketing. Ja. Es ist so brutal, was an Wissen hier ist, mit welchen Unternehmen, also alles Milliardenunternehmen, Hidden Champions im Bereich Automatisierung, Infrastruktur der Automatisierung. Und wenn ich so mit Investoren aus den USA spreche, dann sagen die immer, ach so, ihr seid gar nicht in München. Ja, brauche ich aber auch nicht sein, ne? Weil wir einfach ein riesen Ökosystem hier haben. Ich glaube schon, dass es absolut von hier aus machbar ist. Ja, stimmt. Also die Historie ist natürlich, die spricht für sich. Wie erzählst du das noch? Als Heinz-Nixdorf-Professor und als Geschäftsführer von ITZO-WL, also haben wir natürlich ein mega Technologienetzwerk dahinter. Mal mit ganz, ganz vielen Anwendungen und auch vielen Komponenten. Ich habe neulich was ganz Spannendes gesehen. Also die Leute bei mir kennen das auch, jetzt drückt das auch jeder mit rein. Ich höre ja viele Podcasts, ich mache ja selber auch Podcasts, aber ich höre natürlich auch viele Podcasts und höre ich auch mal Podcasts auch wirklich querbeet und manchmal auch von so Venture Capitalists. Ich finde das einfach spannend, um zu sehen, worüber denken die gerade nach. Und ein spannender Podcast, den ich mal wieder höre, ist der von Anderson Horowitz, also den kennen die meisten auch, A16Z. Und da war neulich eine Partnerin da, die über die Talente der Zukunft gesprochen hat. Also was brauchen wir eigentlich zukünftig für Leute? Und wenn ich das Gefühl habe, hier sind wir oft noch so gefangen in dieser Sicht, wir brauchen hier viel Software und dergleichen, hat sie das so mehr anders argumentiert, wir brauchen auch wieder sehr viel Engineering. So, und ich interpretiere das nochmal ein Stückchen weiter. Ich glaube, das muss zusammenfinden. Das ist, glaube ich, jetzt genau Sinn und Zweck. Und deswegen komme ich auf Heinz Nixdorf, weil der hat in den 80er Jahren gesagt, wir müssen Ingenieure und Informatiker zusammenbringen. Das war ja seine große Vision hinter allem. Er war ja gar kein Informatiker, das gab es ja auch nicht, er war Physiker und hat verstanden, man muss die Technik, die physische Technik und die Technik im Sinne von Software zusammenbekommen. Und das finde ich ja genau auch den Ansatz, den ihr ja auch fahrt. Ne? Das ist ja genau dieses Full-Stack-Engineering, weil du willst nicht eine Software entwickeln, du willst nicht einen Roboter dahinstellen, sondern es soll sich bewegen, es soll eine Aufgabe machen, es soll eine Lösung haben. Ne? Genau. Und deswegen finde ich das mega spannend und ich glaube, das kann man sehr gut aus dieser Region herum betreiben. Ne? Und auch aus Deutschland grundsätzlich. Ne? Dieses Full-Stack-Engineering ist eigentlich ein Riesenpotenzial. Ne? Absolut, das trifft genau das auch auf den Kopf, weil wir sehen, und
auch historisch, auch in anderen Märkten und Optionen, also egal, was du dir so anschaust, der Kunde braucht halt eine Lösung, etwas, was funktioniert, was sofort funktioniert. Wir haben sehr, sehr viele andere Startups gesehen, die versucht haben, dieses OS nur mit der Software zu bauen und sind daran gescheitert, weil der Endkunde hat ja den Benefit davon. Der Endkunde braucht beides zusammen. Und jetzt irgendwie nochmal so 3 Schleifen zu drehen, zu sagen, ich verkaufe an den und der verkauft an das und so weiter, das funktioniert nicht, das macht zu viel Komplexität. Deswegen haben wir uns halt entschieden, wir bringen quasi Hardware und Software zusammen und das kannst du vermutlich auch fast schon genauso gut oder besser einschätzen als wir. Wenn du Software so zum Leben bringen willst, also in der physikalischen Welt funktioniert, dann kannst du das nicht von heute auf morgen alles komplett generalistisch machen, sondern du musst halt schon ganz genau verstehen, wie Hardware funktioniert. Was sind denn die Benefits und was sind die Pros und Cons in den einzelnen Hardware-Setups? Wie steuerst du das alles? Also ich will gar nicht zu weit aber tief runtergehen. Das ist tatsächlich, das ist ja genau das, was viele unterschätzen, was aber meiner Meinung nach in Deutschland eigentlich, wo wir sehr viel Know-how haben, ne? Auch gerade hier in der Region wahnsinnig viel Know-how haben, was unglaublich wertvoll ist. Also sind wir komplett d'accord bei allen diesen Punkten und das zeigt ja auch, dass es offensichtlich ein Umfeld hier in Paderborn gibt. Du hast gesagt, Garage 33, Rüdiger Kaps war hier auch schon am Tech Talk gesessen, haben wir genau darüber eigentlich gesprochen und auch nochmal animiert. In dem Umfeld kann man wirklich auch erfolgreich was gestalten. Ich hatte Philipp Neulich hier von Spread AI, KI-Marktplatz natürlich, ich kenne André Grase auch mal hier. Das sind alles Beispiele dafür, dass man schon mit Hightech, das glaube ich macht ihr alle 3, ihr auch, vor allem mit Hightech hier wirklich erfolgreich aus OWL oder aus Deutschland sein kann. Man muss aber vielleicht auch nicht immer, das ist immer in der Politik, man muss nicht die Grundlage erfunden haben. Ne? Das haben wir an vielen Stellen in Deutschland auch in den letzten 60, 70 Jahren gar nicht gemacht, sondern wir haben erfolgreiche Produkte am Ende des Tages bekommen und entwickelt und die mit einem sehr hohen Qualitätsverständnis und mit einem Versprechen, dass die Dinge auch wirklich funktionieren. Und ich glaube, da müssen wir uns auch besinnen. Ich glaube, für viele Themen in der Zukunft kommt es darauf an, dass man Dinge macht, die funktionieren. Und ich glaube, da habt ihr genau auch so die Idee bei dem Thema Robotik, die Dinge zum Funktionieren zu bringen, genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Ne? Ja, genau. Also am Ende des Tages muss es irgendwie bezahlbar sein, es muss verlässlich sein. Ja. Und es muss irgendwie einfach nutzbar sein. Das sind so die 3 Kernpunkte, also egal mit wem du sprichst, was du machst. Und ich glaube, da sind auch wesentliche Faktoren mit drin, die wir hier in OWL auch irgendwie sehr gut machen. Das ist das Bodenständige. Ja. Also es verlässlich sein und irgendwie bezahlbar sein. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel hier in OWL, was dann einen dazu führt. Was sind so die nächsten Steps für euch als Unchained Robotics, als junges Unternehmen, was jetzt weiter so ein Scale-Up ist? Was sind so die nächsten Schritte, außer dass ihr jetzt ein neues Gebäude bezogen habt und hofft, dass das ein bisschen länger hält? Ich hoffe das nicht. Ich hoffe, dass ihr so groß wächst, dass ihr weiter euch wieder ausbreiten müsst. Also was jetzt mal ganz realistisch aus deiner Sicht? Ja, Scale-Up trifft aber auch schon also den Punkt sehr gut. Also am Ende des Tages sind wir gerade dabei. Wir haben nicht nur deutsche Kunden, wir haben in Zentraleuropa Deployments, also in Frankreich, Polen, Slowakei tatsächlich sogar auch, wo unsere Robotersysteme eingesetzt werden. Die ersten Systeme gehen in die USA. Das heißt für uns das große Motto Internationalisierung. Wie kriegen wir das, was wir hier aus OWL nach Deutschland verteilt haben, nun über Zentraleuropa bis vielleicht sogar in die USA? Wie kann das funktionieren? Und dann auf der anderen Seite auch zu sagen, wie kommen wir mit der Software so weit, dass es vielleicht nicht mehr nur immer unsere Hardware-Stack mit dazu braucht, sondern wie kriegen wir andere dazu, nun so zu denken und zu arbeiten, wie wir das tun? Weil es zeigt ja, dass wir das erfolgreich machen. Also wie können wir diesen Blueprint an andere weitergeben? Das sind so diese 2 großen Punkte. In Ostwestfalen wird man dann auch immer so ein bisschen vielleicht schräg angeguckt, wenn man zu große Visionen hat. Ne? Aber am Ende des Tages geht es darum, irgendwie das operative Betriebssystem für die Automation zu bauen. Es geht darum, das möglichst smart, intelligent zu machen. Es geht darum, das weltweit zu skalieren. So, und deswegen reden wir auch mit Venture Capital. Deswegen haben wir auch Risikokapitalgeber schon mit dabei an Bord und wollen das auch erweitern und wollen da möglichst schnell weiter wachsen. Absolut. Ich meine, wenn ihr international gehen wollt, braucht ihr auch Geld, weil ihr braucht andere Vertriebsstrukturen. Das muss ja auch betreut werden. Also das sind alles so Dinge, die spannend sind, die mit Wachstum aber letztlich die Folgen sind, dass man da sich auch weiter professionalisieren muss. Und ich kenne das jetzt ja auch. Und deswegen finde ich diese Phase natürlich so spannend, was man so mit 5, 6, 15, 20, 30 Leuten alles noch so gut schnell über den Flur geklärt hat. Das fängt dann irgendwann an, nicht mehr so schnell zu funktionieren, beziehungsweise dann braucht man andere Strukturen, muss damit wachsen. Und wenn man das so erfolgreich macht wie ihr, dann glaube ich, macht man das schon grundsätzlich ganz, ganz gut. Ja, und die Region bietet trotzdem wieder
perfekte Leute, um dieses Wachstum auch mitzugehen. Ne? Also du hast jetzt sehr viele Vorbilder, mit denen du irgendwie arbeiten kannst oder auch Personen aus den anderen Bereichen hier aus dem Ökosystem einfach dazu überzeugen kannst, quasi mit uns den Weg zu gehen und dann aber auch bekannte Strukturen auch mitzubringen zu uns. Ich will gar nicht sagen, dass ein Startup sofort wie ein Konzern irgendwie denken muss, ne? Aber das, was OWL halt auch ausmacht, ist der größere Mittelstand, der größere familienbetriebene Mittelstand. Da ist schon noch Flexibilität drin, da ist das richtige Mindset drin. Da heißt es auch, richtig, richtig hart zu arbeiten, Dinge in die Hand zu nehmen, Dinge bewegen und auch zu beweisen, dass es weiter läuft und dann auch wachsen lassen. Das sind, glaube ich, so alles Themen, die findet man hier in der Region trotzdem sehr, sehr gut auch wieder. Ja. In 20 Jahren Firmenzentrale immer noch Paderborn? Ja, ich bin Lokalpatriot. Also Lokalpatriot durch und durch. Ich sage immer, wir machen den Spagat. Ja, also wir bringen es aus Paderborn in die Welt. Wird es mal weitere Offices geben? Bestimmt. Aber das Zentrum der Macht bleibt Paderborn. Das ist doch sehr schön. Das ist, also ich kenne ja sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region, gibt es ja nicht wenige und die haben dasselbe Mindset und sind damit alle sehr gut gefahren. Das finde ich so, diese Heimatverbundenheit und man weiß ja, woran man hier auch ist, das ist schon ganz gut. Und ich weiß auch, du bist ja gebürtiger Paderborner und ich weiß auch, den gebürtigen Paderborner kriegt man auf Dauer auch nicht aus Paderborn raus. Von daher passt das alles gut zusammen. Ne? Ja. Ich finde das immer ganz schön und auch sehr sympathisch und wünsche euch weiterhin viel Erfolg auf eurem Weg. Ich glaube, wir werden sicherlich in diesem Tech Talk vielleicht nochmal kommen. Vielleicht kommt mal Kevin vorbei im nächsten Jahr und dann sprechen wir darüber, wo ihr dann seid, an welcher Phase eures Unternehmens und wo auch das ganze Thema Robotik dann steht und ob die Strategie richtig war. Mir hat es einmal total viel Spaß gemacht, mit dir sich heute einmal mal auszutauschen und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, mal Einblicke zu bekommen in ein erfolgreiches Startup, was tatsächlich hier im Bereich Robotik richtig, richtig gut international unterwegs ist, wie wir es gerade gehört haben. Und ich glaube, im ganzen Themenfeld Robotik wird noch einiges auf uns zukommen. Und ich glaube, wir können vieles aus Deutschland, aus OWL, aus Paderborn heraus gestalten. Bis zum nächsten Mal.